When we start our school of the prophetic and supernatural, every single time I said the same thing. Wenn wir die Schule des Prophetischen und Übernatürlichen beginnen, sage ich immer, I don't know with which expectation you came to this school. mit welchen Erwartungen auch immer du hierher gekommen bist. But right now, let it go. Lass sie jetzt gerade los. Surrender it to Jesus. Say, Jesus, do whatever you want to do. Überlasse es Jesus und sage, Jesus, tu was auch immer du möchtest. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi! Hallo! Reinhard and Daniel are back in the studio. Reinhard und Daniel sind wieder zurück. We are recording YouTube videos for you people. Wir zeichnen für euch YouTube-Videos auf. If you haven't yet subscribed, please subscribe. Falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, mach das. If you don't like the video, please click the dislike. Wenn dir das Video nicht gefällt, markiere gefällt nicht. But if you do like it, please click the like. Falls du es magst, klicke auf gefällt mir. And share it with your friends. Teile es mit deinen Freunden. So, what are we talking about today? Worüber sprechen wir heute? You look emotionally wounded, Daniel. Du siehst emotional verletzt aus, Daniel. I really am. How did that happen? Was ist passiert? I'm saying. You need help. Du brauchst Hilfe. All right, let's help. Okay, lass dir helfen. Look, before we can help anybody who's been emotionally wounded, Bevor wir einer emotional verletzten Person helfen können, let's go to the root of the problem. gehen wir zur Wurzel des Problems. Why have you been so wounded? Warum bist du so verletzt? Because if we just get your help now and you keep getting wounded the rest of your life, it's just a vicious cycle. Wenn du ihm jetzt hilfst, er aber immer wieder verletzt wird, wird das zum Teufelskreis. Now, I'm going to give you some very practical reasons why we get hurt. Ich gebe dir praktische Gründe, warum wir verletzt werden. And there are several. Es gibt einige. Number one, because we're stupid. Erstens, weil wir dumm sind. I think that's probably the number one reason why we get emotionally wounded as adults. Ich denke, das ist der wichtigste Grund, warum wir als Erwachsene emotional verletzt werden. Because we don't guard our hearts. Wir beschützen unsere Herzen nicht. Somebody says something that hurts us and we let it into our heart. Jemand sagt etwas, das uns verletzt und wir lassen es in unser Herz hinein. That's what I call being stupid. Das nenne ich Dummheit. Look, if you learn to guard your heart, Wenn du lernst, dein Herz zu behüten, the whole world can say and do against you whatever they say and do against you. It's not going to hurt you emotionally. kann der Rest der Welt gegen dich sagen und tun, was er will. Es wird dich emotional nicht verletzen. Guard your heart, son. Behüte dein Herz, mein Sohn. Secondly, Zweitens, we get emotionally wounded because of false expectation. weil wir falsche Erwartungen haben, werden wir emotional verletzt. You know, people who walk with me, I always ask them, what do you expect? Ich frage die Menschen, die mit mir unterwegs sind, was erwartet ihr? You know, this is a very important question. Das ist eine sehr wichtige Frage. Because if you expect something from me that I cannot give you, Wenn du von mir etwas erwartest, das ich dir nicht geben kann, you're going to get very hurt. wirst du sehr verletzt. Now, I understand there are two sides to this. Dabei gibt es zwei Seiten. If I promise something that then I will not fulfill, I have created this expectation. Wenn ich etwas verspreche, das ich nicht erfülle, habe natürlich ich die falschen Erwartungen geweckt. That's why I hate marketing. Deshalb hasse ich Werbung. I don't care how nice you Christians dress it up. I don't like it. Es interessiert mich nicht, wie fein die Christen das verpacken. Ich mag es nicht. Because it creates an expectation that cannot be fulfilled many times. Werbung weckt Erwartungen, die sie oft nicht erfüllen kann. Now comes disappointment and emotional woundedness. Enttäuschung und emotionale Verletzungen sind die Folge davon. So I always tell the people, you know, who have to do with our ministry, never promise people something that we are not going to fulfill. Deswegen sage ich den Mitarbeitern, die mit unserem Dienst zu tun haben, versprechen ihr etwas, das wir nicht halten können. We're very honest about everything that we have and everything that we do. Wir gehen mit allem, was wir tun und haben, sehr ehrlich um. But, so this is the one side that you can't create expectation in people that you can't fulfill. That's very wrong. Einerseits solltest du keine Erwartungen bei Menschen wecken, die du nicht erfüllen kannst. Das ist sehr verkehrt. But the other side is that we actually put expectation in people that we are never supposed to do. Andererseits stellen wir Erwartungen an Menschen, die wir niemals stellen sollten.
We expect that the pastor solves our problems. Wir erwarten, dass der Pastor unsere Probleme löst, Well, after all, that's what we pay him for. weil wir ihn ja im Prinzip dafür bezahlen. And then he can't fulfill this expectation. Dann kann er unsere Erwartungen nicht erfüllen. You know, when we start our school of the prophetic and supernatural, every single time I said the same thing. Wenn wir unsere Schule des Prophetischen und Übernatürlichen beginnen, wiederhole ich immer wieder: I don't know with which expectation you came to this school. Mit welchen Erwartungen auch immer du hierher gekommen bist, But right now, let it go. lass sie los. Surrender it to Jesus. Say, Jesus, do whatever you want to do. Überlasse es Jesus und sage: Jesus, tu, was immer du möchtest. You know, we place so many expectations in so many people and so many things. Wir setzen so viele Erwartungen in so viele Menschen und so viele Dinge. We constantly get very deeply wounded because of that. Deshalb werden wir ständig zutiefst verletzt. So don't do that. Macht es nicht. Learn to have open conversations with people. Lerne mit Menschen offen zu reden. Tell people, look, I expect this and that from you. Can you do that? Sage: Schau, dies und jenes erwarte ich von dir, kannst du das erfüllen? And ask people these very sincere questions. What do you expect from me in this relationship? Und stelle deinen Mitmenschen dieselbe Frage: Was erwartest du von mir? Because if we don't clear this, Falls wir das nicht offen kommunizieren, we'll get deeply emotionally wounded. werden wir emotional zutiefst verletzt. So I'm very clear now with the people that I work with. I said, look, these are my expectations in you. Can you do it? Deshalb bin ich sehr offen mit meinen Mitarbeitern. Schau, diese Ansprüche stelle ich an dich. Kannst du sie erfüllen? I don't put unrealistic expectations in people. Ich setze keine unrealistischen Erwartungen in Menschen. Look, Schau, I love Debbie. ich liebe Debbie. She loves me. Sie liebt mich. 35 years we've been together. Wir sind seit 35 Jahren zusammen. But if I put expectations for her to fulfill all of my needs, I'm going to be very disappointed. Wenn ich jedoch von ihr erwarte, dass sie alle meine Bedürfnisse erfüllt, werde ich sehr enttäuscht. Because my needs can only be met by Jesus himself. Nur Jesus selbst kann alle meine Bedürfnisse erfüllen. So God meets my needs through Jesus. Gott erfüllt alle meine Bedürfnisse durch Jesus. So learn, understand it. Lerne dies verstehen. Next thing that causes deep emotional pain is this. Übermäßig tiefen emotionalen Schmerz verursacht Folgendes: The question, why? Die Frage, warum? Now, there is a healthy question, why? Es gibt eine heilsame Frage, warum? You know, when we want to learn something, In dem Moment, wo wir etwas lernen. hang on a minute. Warte mal. Why did this happen to me? Where did I make a mistake? Where do I need to... Warum ist das passiert? Welchen Fehler beging ich? Was kann ich daraus lernen? Now, that's a question where I'm trying to learn something. Durch diese Fragestellung kann ich etwas lernen. But most Christians ask the why question that is deeply painful. Doch die meisten Christen stellen diese zutiefst schmerzhafte Frage nach dem Warum. Honestly, I don't think there's a single thing that Offen gesagt, ich denke, es gibt nicht ein einziges Ding, das mir mehr geholfen hat, helped me get rid of emotional pain than this one truth. mich von emotionalen Schmerzen zu befreien, als diese eine Wahrheit. There is a why question that's a judgmental why question. Es gibt eine Warum-Frage, die urteilend ist. Literally, when I understood this, I think maybe 15 years ago, Als ich das vor etwa 15 Jahren wirklich begriff, I removed the why question from my life. entfernte ich die Warum-Frage aus meinem Leben. It's gone. Sie ist weg. It removed so much future pain from my life. Dies ersparte mir so viele zukünftige Schmerzen. Many times we actually don't ask it consciously, yet Yeah. it's there. Ganz oft stellen wir diese Frage nicht bewusst und doch ist sie da. Look, I will explain to you. Ich erkläre es dir. The Bible says nobody knows the intention and motives of the heart of anybody else. Die Bibel sagt, niemand kennt die Herzensabsichten und Motive des anderen. Nobody does. Niemand. That's why we need to stop judging and thinking we know why people did what they did. Deshalb müssen wir aufhören zu urteilen und meinen zu wissen, warum die Menschen etwas tun. Because that's what causes the pain. Denn das verursacht diesen Schmerz. Look, Schau, you're driving in your car. du fährst Auto. And the guy in front of you suddenly makes some erratic move that almost causes you an accident. Der Fahrer vor dir schält plötzlich aus und verursacht beinahe einen Unfall. Stupid guy, I'm sure he was messing on his phone. Doofer Typ ist bestimmt am Handy. We think we know why he did what he did, Wir meinen zu wissen, warum die Person das tat. but we don't know. Wir wissen es aber nicht. Somebody doesn't treat us nicely. Jemand ist nicht nett zu uns.
And in our hearts, we make this judgment. In unserem Herzen urteilen wir. They don't like me. Er mag mich nicht. It's a judgment. Es ist ein Urteil. We think we know why they've just not treated us nice, and that causes so much pain. Wir meinen zu wissen, warum diese Person uns so behandelt hat. Diese Denkweise verursacht Schmerz. I recently talked about this to my PA Ich sprach mit meiner Sekretärin darüber. because she did just that. Genau das ist passiert. And we all do it subconsciously. Unbewusst urteilen wir alle. I said, do not make this judgment. Ich sagte, urteile nicht. She said, but I know. Sie sagte, aber ich weiß. They did this because. Sie taten dies, weil. I said, why do you know? Ich sagte, woher weißt du das? She said, I just know. Einfach so. I said, no. Ich sagte nein. The only way you can know is if you go to them and say, hey, can you please explain to me why you just did what you did? Der einzige Weg, das festzustellen, ist, wenn du zu der Person gehst und sie fragst, erkläre mir bitte, warum du das getan hast. If they look in your eyes and say, I did this because I don't like you, then you know. Wenn sie dann in deine Augen schaut und sagt, weil ich dich nicht leiden kann, dann weißt du es. But if they don't tell you, you will not know. Wenn dir das aber nicht gesagt wird, weißt du es nicht. And if they say to you a different reason, you can't say, no, I don't believe that's the real reason. You can't do that. Und wenn man dir einen anderen Grund nennt, kannst du nicht sagen, nein, nicht deshalb. Das kannst du nicht tun. Because it's a judgment. Weil das ist ein Urteil. You are now judging the motives of the heart. Jetzt beurteilst du die Motive des Herzens. The only thing you know is the action. Doch du kennst nur die Aktion. We do this with God. Wir tun es mit Gott. Why, God? Why did you not protect me from this situation? Warum, Gott, warum hast du mich nicht davor bewahrt? The truth is, we don't want to learn anything. Here is the real truth. Die Wahrheit, wir möchten nichts lernen. Das ist die Wahrheit. We are making a judgment that God was not there to protect us. Wir fällen ein Urteil, dass Gott nicht da war, um uns zu beschützen. If he would really care about me, he would have been there to protect me. See, I know why. Wenn ihm wirklich an mir liegt, wäre er da, um mich zu bewahren. Siehst du, ich weiß warum. This is a subconscious process of our heart. Das ist ein unbewusster Prozess unseres Herzens. You can change it. Du kannst es ändern. I changed it. Ich tat es. So whatever happens, whoever does whatever does, I never know why they did it, and I frankly don't care. Was auch immer jemand tut, ich weiß nicht, weshalb er so handelt, und das geht mich auch nichts an. I don't want to know. Ich möchte es nicht wissen. If they choose to reveal their hearts, that's fine. If not, I do not need to know. Wenn sie ihre Herzen offenlegen möchten, können sie das tun. Ich muss es nicht wissen. This has taken so much pain out of my heart, people. You've no idea. Leute, ihr habt keine Vorstellung, dies hat so viele Schmerzen aus meinem Herzen entfernt. Because the truth is, I would think that 90% of the time we judge it wrong anyhow. Ich denke, dass wir bestimmt zu 90% falsch urteilen. You know, many, many years ago, Vor vielen, vielen Jahren we invited a man from another country in Europe, luden wir jemanden aus einem anderen europäischen Land ein, long way away. weit entfernt, I think maybe 2,000 kilometers, etwa 2000 Kilometer, to come to Austria and do an evangelistic outreach for us for a week. nach Österreich zu kommen und an einer Evangelisationswoche teilzunehmen. We had everything clearly agreed, how much we pay him, how much everything will be, everything clearly. Wir haben alles geregelt, wie viel Geld er bekommt, wie alles ablaufen soll, wirklich alles, What he has to do that week. was er in dieser Woche zu tun hat. And it was really bad. Es war wirklich schlimm. It was very, very bad. Es war sehr, sehr schlimm. He was absent-minded. Er war gedanklich abwesend. We had planned a whole week of crusade and he was half-heartedly there. Wir planten eine ganze Woche zu evangelisieren, er war nur halbherzig dabei. And he wanted more money than we promised him, that we agreed. Er verlangte mehr Geld, das wir miteinander ausgemacht hatten. Then he didn't do his ministry very well. Er tat seinen Dienst nicht gut. And I remember, maybe 30 years ago. Ich erinnere mich, es war vielleicht vor 30 Jahren. And although I did the best to treat him with incredible honor and respect and gave him more than we should have given. Ich versuchte ihn mit Ehre und Respekt zu behandeln, gab ihm mehr, als er verdient hätte. In my heart, I judged him. Aber ich urteilte in meinem Herzen. After he left and went back to his country, I found out Nachdem er abgereist und zurück in seinem Land war, fand ich heraus, that before he left on the trip, his wife told him that she's going to leave him and divorce him and take the kid. kurz bevor er zu uns aufbrach, teilte ihm seine Frau mit, dass sie sich scheiden lassen wolle und das Kind mitnehmen würde. You know, I repented before God. Ich tat Buße vor Gott. I thought, how could I assume I knew the why? Ich dachte, wie konnte ich nur annehmen, das Warum zu kennen? How could I make the judgment? I knew nothing. Wie konnte ich urteilen? Ich wusste doch gar nichts. This would have happened to me. I probably would have canceled the trip and not even gone. Wäre mir das passiert, hätte ich wohl die Reise storniert und wäre erst gar nicht gefahren. We suffer so much because we constantly say we think
we constantly think we know why. Wir leiden so viel, weil wir ständig meinen zu wissen, warum. Remove that. Entferne dies. And then another reason, there are many reasons, but another reason I want to mention here, why we suffer so much emotional pain. Noch ein weiterer Grund, warum wir so viele emotionale Schmerzen erleiden. Because we've never learned to do this. Wir haben nicht gelernt, Folgendes zu tun. No. Nein. No. Nein. We can't do that. Wir können dies nicht tun. And Christians are the worst. Christen sind die Schlimmsten. Because we take Bible verses out of the context that tell us why we have to always say yes. Wir nehmen Bibelstellen aus dem Kontext, die uns dann mitteilen, warum wir immer Ja sagen müssen. But you know what I've learned? Ich habe gelernt, There is nobody who can say yes from all of his heart if he hasn't first learned to say no from all of his heart. du kannst erst von Herzen Ja sagen, wenn du gelernt hast, von ganzem Herzen Nein zu sagen. So we get emotionally so wounded. Deshalb werden wir emotional so verletzt. We say to people, yes, I'll do that for you, but in our heart we really want to say no, but you don't have the guts to do that. Wir sagen, ja, ich mache das für dich, aber in unserem Herzen sagen wir Nein. Wir haben nicht den Mut, das zuzugeben. We're afraid to be rejected. Wir haben Angst vor Ablehnung. We're afraid that we don't walk in love. Wir haben Angst, nicht in Liebe zu wandeln. It's not walking in love to say yes to everybody, Du wandelst nicht in Liebe, wenn du zu allen Ja sagst. because sometimes love needs to set boundaries and say no. Liebe muss manchmal Grenzen setzen und Nein sagen. So we have never learned to have the courage to look people in the eye and say, I'm not doing that. Wir haben nicht gelernt, den Mut aufzubringen, Menschen in die Augen zu schauen und Nein zu sagen. So we get so deeply wounded. Deshalb werden wir so tief verletzt. Do you know what I've learned? Ich habe gelernt, I refuse to explain to people why I say no. ich weigere mich, mein Nein zu erklären, zu rechtfertigen. If I say no, it's my choice and I have that freedom to choose. Es ist meine Entscheidung, Nein zu sagen. Ich habe die Freiheit. And many times love says no. Die Liebe sagt oftmals Nein. So when I say to people, no, I'm not going there to preach, Wenn ich sage, nein, ich werde dort nicht predigen. and people try to manipulate me, will pressure me and say, but why? Und man versucht mich zu manipulieren und fragt, weshalb denn nicht? Did you pray about it? Hast du darüber gebetet? I tell you why. Dann antworte ich sag dir warum. Because I said no. Weil ich Nein sagte. But why don't you want to do this? Warum willst du das nicht tun? Because I simply chose to say no. Ganz einfach, ich entschied, Nein zu sagen. And if you don't want to accept that, you have a problem, I don't. Wenn du das nicht akzeptierst, hast du ein Problem, nicht ich. You know, this wrong, religious, false kind of love causes us so much pain. Diese falsch religiöse Art von Liebe bereitet uns so viele Schmerzen. We've violated our own conscience. Wir handeln gegen unser Gewissen. Talking about myself too. Ich spreche auch von mir. We've disobeyed God. Wir sind Gott ungehorsam. We've gone against our little gut feeling because we did not have the courage to say no to people. Wir handeln entgegen unserem Gefühl. Wir haben nicht den Mut, Nein zu sagen. So we live in deep, deep pain. Wir leben mit sehr tiefen Schmerzen. Don't do that. Macht es nicht. We could do a whole seminar about it. Wir können ein ganzes Seminar machen. But that's enough for today. Für heute ist es genug. Thank you for watching. Danke fürs Anschauen. Hurt yourself emotionally. Verletze dich nicht emotional. Remember, Denk daran, it's your fault. Don't blame the others. es liegt in deiner Verantwortung, beschuldige niemand. See you next time. Bis zum nächsten Mal.